Hallihallo, liebe Freunde der schnellen und mühelosen Siege. Heute zeige ich euch, wie ihr in kürzester Zeit euer Spiel auf ein komplett neues Level katapultiert und durch die Welt fegt, dass selbst die Bosse anfangen nach Miyazaki zu rufen. Und das Beste daran ist, das Ganze ist in 30 Minuten absolut machbar. Ja, richtig gehört, 30 verdammte Minuten. Kommt natürlich auf euren Skill und die Map-Kenntnisse an. Aber keine Sorge, ich habe versucht, das Ganze so einfach wie möglich für euch zu halten, wie ihr in 4 einfachen Schritten eure Power entfesselt. Bevor ihr beginnt, schnappt euch die Klasse Held, denn die hat schon ordentliche Arcane-Stats, die ihr für dieses Bild braucht. Los geht die Reise am Bonfire in Limgrave, wo ihr zum ersten Mal auf Melina trefft. Im ersten großen Schritt bereitet ihr euch den Weg für eure Mission und sammelt nebenbei ein paar nützliche Items für euer Bild, wie zum Beispiel Radagons Siegel oder goldene Saaten. Ihr fangt damit an, dass ihr zum ersten Dunkelschmiedestein reitet, als wärt ihr Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, Entschuldigung, der sich direkt nach der Brücke rechts versteckt. Dann, direkt gegenüber auf der anderen Seite der Straße, findet ihr auf einer Klippe mit dem Jesus-Teil einen goldenen Federtierfuß. Der schenkt euch saftige 30% mehr Seelen pro erledigten Gegner, welche ihr gut gebrauchen könnt, um später eure Stats ordentlich hochzuschrauben und die legendärsten Schellen zu verteilen. Klingt nice? Ist so. Danach gibt's das erste Mal ein wenig Action. Und zwar macht ihr einen Abstecher in den kleinen Kanal, wo ihr auf den ersten Invader, den blutigen Finger Nerius, trefft. Ihr könnt versuchen, ihn solo zu plätten, oder ihr macht's so wie ich, um ihn herumtanzen, bis Hilfe in Form von Jura auftaucht, der sich mit so blutigen Fingern auskennt und ihr als Tag-Team Nerius ordentlich die Leviten lesen könnt. Nachdem ihr ihn besiegt habt, bekommt ihr den Dolch Reduvia mit seinem sexy Blutungseffekt, der euch bei dem weiteren Weg durchaus nützlich ist. Also rüstet ihn direkt aus. Dann geht's weiter durch den Kanal, bis ihr auf euren edlen Helfer trefft. Ihr könnt seine Quest annehmen oder, wie ich, für den schnellen Weg entscheiden und ihm zum Dank einfach mal schnell den Schädel spalten. Dafür nutzt ihr natürlich die nice Weapon Art unseres neuen Reduvia-Dolchs. Nachdem ihr Jura besiegt habt, reitet ihr den Kanal weiter bis zum Ende durch, hüpft durch den Wirbel und landet auf einer Klippe. Von da aus geht's zur dritten Kirche von Marika. Schnappt euch die Beute und das Bonfire und macht euch auf den Weg zur Festung Hyde. Vergesst nicht, die goldene Saat vor der Festung mitzunehmen. Drinnen klettert ihr den Turm hoch und schnappt euch aus der Kiste die erste Hälfte des Medaillons von Dektus. Denn das braucht ihr, um später zum Altus-Plateau zu gelangen, wo eure ultimative Waffe auf euch wartet. Jetzt kehrt zurück zur Kirche und nutzt das Portal, das hinter der Kirche etwas versteckt auf euch wartet und euch zum großen Drachenhügel nach Caelid bringt. Von dort aus reitet über die Brücke hinter den großen Baum. Vergesst vor der Brücke nicht, die goldene Saat und das Bonfire mitzunehmen. Vor dem niedlichen kleinen Drachen auf der Brücke braucht ihr keine Angst zu haben, der ist nur Deko. Zumindest, wenn ihr einfach schnell vorbeireitet. Hinter dem Bäumchen nehmt den Wirbel nach oben zu dem großen Drachen, der sich dort mitten in der Landschaft breit gemacht hat. Aber bevor ihr euch um den Drachen kümmert, macht einen Zwischenstopp beim Bonfire vor der Festung Faroth und betretet diese dann. Jetzt wird's etwas knifflig, ihr Lieben, aber mit etwas Geschick und Tempo solltet ihr das leicht schaffen. Rennt durch den Raum, klettert die Leiter hoch und plündert die Kiste für die zweite Hälfte des Medaillons. Lasst euch dann nach rechts hinunterdroppen, rennt dann ab ins hinterste Loch, um Radagons Siegel zu ergattern. Dieses verleiht eurem Build noch einmal etwas extra Damage. Geht nun zurück zum Bonfire vor der Festung, denn jetzt kümmern wir uns um den Drachen. Schnappt euch alle goldenen Saaten, um eure Flaschenaufladung zu erhöhen und verteilt alles auf Mana. Denn ihr wollt ja keine Pyjama-Party bei dem Drachen machen, sondern ihn so schnell wie möglich um seine Seelen erleichtern. Und um das zu gewährleisten, bringt ihr den großen Drachen alleine mit der Weapon Art von Reduvia zur Strecke. Stellt euch dazu an sein Beinchen und spammt die Weapon Art. Nutzt Mana-Fläschchen so oft ihr könnt und müsst und denkt dran, kurz bevor der Drache besiegt ist, snackt den goldenen Federtierfuß, um euch knappe 100k Seelen zu sichern, die ihr für eure Aufwertung gleich braucht. Nach diesem epischen Kampf, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt, verteilt ihr die Attribute. Ihr setzt auf Stärke 12, Geschick 21 und Arkanenergie 19 Punkte insgesamt, um später die Waffe benutzen zu können, die wir für dieses Bild benötigen. Die restlichen Punkte könnt ihr nach Belieben verteilen. In meinem Fall waren das 16 Kraft und 14 Kondition. Aber ihr könnt auch nur auf Arkan gehen, wenn ihr später mehr Damage mit eurer Waffe machen wollt. Die Entscheidung liegt bei euch. Jetzt habt ihr einen Schmiedestein, eure Stats und den Schlüssel zum Aufzug. Jetzt könnt ihr euch eure Waffe holen.
Also macht euch auf den Weg zurück zum ersten Bonfire dieses Videos. Reitet von diesem Richtung Norden über den Seitenpass ins Seenland. Auch hier nehmt ihr alle goldenen Saaten und Bonfire mit, die euren Weg kreuzen. Begebt euch zu den geläuterten Ruinen, wo ihr einen Teleport findet, der euch auf die Brücke bei der Akademie bringt. Springt dort rechts runter, macht das bitte genauso wie ich hier im Video, und reitet zu dem Drachen. Gerne könnt ihr auf dem Weg dorthin noch die Souls von den Gräbern plündern, ihr gierigen, kleinen, wunderbaren Menschen. Beim Drachen angekommen, schnappt ihr euch dann den Schlüssel für die Akademie und portet euch nun zurück. Durchquert nun die beiden Siegel, um auf die Straße Richtung Aufzug zu kommen. Auf der besagten Straße angekommen, holt euch sicherheitshalber links vom Waldstück bei der Kirche von Ballum das Bonfire und die Träne und setzt dann euren Weg zum Aufzug fort. Am Aufzug angekommen, entzündet das Bonfire und nutzt das Medaillon. Auf dem Altus-Plateau angekommen, reitet ihr von dort aus direkt nach Nordwesten zur zweiten Kirche von Marika. Cleart die Umgebung und wenn ihr die Questreihe von Jura erledigt oder ihn gekillt habt, wird hier der Invader Eleonora auftauchen. Diese hat unsere begehrte Waffe, ist aber eigentlich noch viel zu stark. Aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung. Hier hinten an den Klippen gibt es einen lustigen Spot, um den Invader easy zu cheesen. Wartet, bis Eleonora erscheint. Rennt zu dem Spot und duckt euch, damit sie runterjietet. Und, wie in meinem Fall hier, mal noch kurz in der Luft anhält, um mich trotzdem zu natzen. What the fuck? Naja, wie dem auch sei, ihr habt definitiv die Waffe und das ist das Wichtigste. Nun geht es darum, noch die restlichen Dunkelschmiedesteine zu finden und euch eine sexy Rüstung zuzulegen. Also, hüpft zurück zur Akademie, fahrt mit dem Aufzug nach oben, schnappt euch hinter dem Altar den nächsten Schmiedestein und macht euch dann von dort aus direkt auf den Weg zum Friedhof, wo ihr hinter den Gräbern ein ziemlich schickes Rüstungsset finden könnt. Dann geht's ab über den Aufzug zum nächsten Halt bei den Eisernen Jungfrauen. Vergesst nicht, vorher eure Seelen zu verteilen, denn da unten werdet ihr zwangsläufig ins Gras beißen. Fahrt den Aufzug einmal hoch, dann auf der anderen Seite wieder runter und lasst euch fressen. Nun landet ihr in Volcano Manor. Lasst euch dort direkt von der Klippe droppen, lauft durch die Häuser die Treppe hoch und springt von dort aus auf die Dächer. Haltet euch links, um auf dem letzten Dach den nächsten Dunkelschmiedestein zu finden. Droppt nun wieder runter, lauft die Treppe erneut hoch und nehmt den linken Aufzug nach oben, wo ihr dann auf der rechten Seite den letzten Dunkelschmiedestein findet. Im Anschluss könnt ihr euch dort einfach runterfallen lassen und sterben, damit ihr wieder am Anfang seid. Von dort aus müsst ihr in Jump-and-Run-Manier durch das Höhlensystem bis zum nächsten Bonfire gelangen, damit ihr euch herausporten könnt. Das könnte nochmal etwas tricky werden, aber im Großen und Ganzen definitiv easy machbar. Habt ihr das Bonfire erreicht, portet euch nun wieder zurück zur Akademie. Durchschreitet das Siegel, um zurück auf die Brücke zu kommen und reitet diesmal links entlang, um von dort aus herunterzuspringen. Reitet von dort Richtung Osten zu dem Pavillon, in dem sich ein weiteres Portal befindet. Jetzt wollt ihr eure Waffe upgraden. 4 Schmiedesteine habt ihr, 2 fehlen noch. Denkt also daran, noch genug Seelen übrig zu haben, denn diese werdet ihr kaufen. Ihr gelangt nun zu einer Ruine mit einer Scheinwand. Dahinter findet ihr ein Bonfire und den Schmied. Bei dem kauft ihr euch die restlichen Schmiedesteine 2 und 4 und bringt eure Waffe auf +6. Ausgerüstet mit Radagons Mundsiegel und der Waffe seid ihr nun schon richtig mächtig, wollt aber noch ein Item, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Dazu portet ihr euch an den Anfang des Seenlands zu den Seeklippen und geht von dort aus in die Stillwasserhöhle. Durchquert diese, könnt auch easy durchrennen, gebt nur auf das Gift Acht und besiegt den Boss am Ende, um die geflügelte Schwertinsignie zu erlangen. Nun seid ihr bereit und ihr könnt die Reise mit einem mächtigen Bild beginnen. Ihr spielt hauptsächlich mit der Weapon Art eurer Waffe, welche einfach unglaublich Laune macht. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit und hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr über Soulspawn erfahren wollt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Bild findet. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.